Du möchtest Rosen schneiden in deinem Garten, dann bist du in diesem Video genau richtig. Hier erfährst du kurz und knapp, warum Rosen geschnitten werden müssen, wann der beste Zeitpunkt dafür ist und wie das überhaupt geht. Klingt interessant? Dann bleib jetzt dran. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Draußenhelden. Mein Name ist Thomas und in diesem Video geht es ums Rosenschneiden. Und vielleicht hast du noch gar keine Rosen und planst aber, dass du dir ein paar Rosen anpflanzen möchtest im Garten. Und vielleicht hast du schon eigene Rosen und vielleicht hast du auch nur eine einzige Rose im Topf geschenkt bekommen. Und nachdem ja die Rose die Königin aller Pflanzen ist, möchtest du natürlich die Rose auch richtig beschneiden. Und da hört man ja so einiges, dass das so kompliziert sei und was man da alles beachten muss. Und wenn du das Video gesehen hast, dann weißt du, dass das gar nicht so schwierig ist. Denn ich habe dir einfach für die 3 wichtigsten Fragen 3 Antworten mitgebracht. Nämlich, warum müssen wir Rosen schneiden? Wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Und wie geht das überhaupt? Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Video. Und wir starten auch gleich mit Frage Nummer 1. Warum müssen Rosen geschnitten werden? Und schon an der Frage hörst du, Rosen müssen geschnitten werden. Da gibt es also kein Pardon, da kommen wir nicht drum rum. Wir können es mal rumdrehen, wenn wir sagen, was passiert denn, wenn eine Rose nicht geschnitten wird? Du kannst dir das vorstellen, eine Rose wächst und wächst und wächst. Und wenn am Jahresende und im nächsten Frühjahr die Rose gar nicht geschnitten wird, wo wächst denn die dann im Folgejahr weiter? Ja, überall da, wo sie aufgehört hat. Das heißt, die wächst überall gleichmäßig und langsam und richtig zaghaft. Entwickelt so überall kleine Blättchen und auch kleine Blütchen. Und wollen wir das? Nein, wir wollen starke Triebe, wir wollen kräftige, gesunde Blätter und wir wollen große, schöne Blüten. Und das ist auch schon der erste Grund, warum wir Rosen schneiden. Wir wollen nicht, dass die Rose sich verzettelt und überall ein bisschen wächst, sondern sie soll gezielt und stark an ein paar Stellen wachsen. Du kennst auch solche Leute, oder? Die sich verzetteln. Wer alles ein bisschen macht, so diese Multitasking-Leute, die kriegen manchmal nichts gebacken, weil sie an allen Baustellen gleichzeitig arbeiten. Und so wäre es auch bei der Rose, wenn die überall wachsen dürfte. Deswegen schneiden wir die Rose stark zurück. Das war schon mal das Erste. Das Zweite ist, Rosen blühen immer am diesjährigen Holz. Was bedeutet diesjähriges Holz? Und dazu habe ich dir einen Rosentrieb mitgebracht. Den habe ich heute Morgen geschnitten und zwar ein schöner Trieb einer Kletterrose. Und an diesem Trieb siehst du schön, dass diese hellgrüne Farbe sich von unten bis oben hin durchzieht. Also das ist ein Trieb, der in diesem Jahr gewachsen ist und dann ist im Juni, Juli, August oben die Blüte entstanden. Und so ist es bei allen Rosen. Rosen blühen immer am diesjährigen Holz. Also ganz anders wie bei Äpfeln zum Beispiel. Bei Äpfelbäumen ist es so, da kann aus dem alten Holz vom Vorjahr, puff, eine Blüte rauswachsen und da wächst dann ein Apfelbaum. Da wächst dann ein Apfel an der Stelle. So, bei der Rose ist es nicht so. Aus diesem alten Trieb kann hier, puff, keine Blüte entstehen. Sondern bei dieser Rose ist es so, dass im Folgejahr, wenn ich nicht schneiden würde, hier oben die Rose weiter wächst und an dem gewachsenen Trieb, der dann in dem Jahr entsteht, da wächst dann wieder die nächste Blüte. Also der zweite Grund ist, wir müssen Rosen schneiden, weil wir wollen alles, nicht alles, aber fast alles letztjährige Holz wegschneiden, damit am diesjährigen Holz wieder frische Blüten entstehen. Und dann gibt es noch den dritten Grund, dass wir durch den Schnitt natürlich die Rose formen können. Also wie breit soll die werden, wie hoch darf die werden. Das ist klar, dass wir das auch durch den Schnitt bestimmen. Aber die beiden anderen Gründe sind viel wichtiger, nämlich nochmal, dass wir durch den Schnitt die Rose davor bewahren, dass sie sich verzettelt und dass die überall wächst, sondern die soll sich konzentrieren und an ein paar Stellen stark wachsen. Und sie soll möglichst viele diesjährige Triebe entwickeln, weil am diesjährigen Trieb die Blüte entsteht. Und damit ist auch das Warum geklärt und wir sind schon bei Frage Nummer 2. Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Rosenschneiden? Und das, was wir bis jetzt besprochen hatten, das war so typischerweise der Frühjahrsschnitt. Also dieser frühe Rückschnitt, damit der starke Austrieb überhaupt einsetzt. Und das machst du am besten Ende März oder Anfang April. Typischerweise blüht zu der Zeit auch die Forsythie. Und das ist ein ganz guter Hinweis, dass jetzt die richtige Zeit ist zum Rosenschneiden. Wenn du jetzt denkst, so, und damit hat es sich erledigt, Feierabend, auf die faule Haut legen, nicht so ganz richtig.
Okay, jetzt kann die Rose erstmal wachsen, das stimmt, jetzt ist erstmal ein bisschen Pause im Rosengarten, also was die Arbeit anbelangt. Aber dann kommen ja im Juni die ersten Blüten, im Juli, August geht es weiter. Und wenn du möchtest, dass die Rose dauerhaft weiter blüht, dann ist es hilfreich, wenn du die verblühten Blüten abschneidest. Klar sieht es blöd aus, diese verblühten Blüten dran zu hängen, deswegen macht man die weg, aber das ist nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist, dass durch den leichten Rückschnitt die Rose weiter angeregt wird, weitere Blüten zu bilden. Und deswegen im Prinzip vom Sommer bis in den Herbst immer wieder nachschneiden. Das heißt, wenn du alle 3 bis 4 Wochen ungefähr in deinem Rosengarten bist, dann ist das empfehlenswert, weil du dann regelmäßig die Blüten wegschneidest, die verblüht sind. Und dann sind wir auch schon im Herbst angekommen. Und manche Leute fragen dann, ja, im Herbst die Rosen schneiden, muss man das? Da ist es doch erledigt, da macht doch die Rose gar nichts mehr. Da macht die Rose gar nichts mehr, das ist richtig, optisch zumindest, aber innerlich macht die Rose schon was. Nämlich im Winter, da fängt die Rose nämlich an, dass sie Energie, also Saft, in die Zellen hineinpresst, damit es dann im nächsten Frühjahr wieder richtig losgeht, damit die Rose wieder richtig austreiben kann. Und wenn du jetzt alles einfach dran lassen würdest, was im Herbst dasteht, dann würde die Rose die ganze Energie auf die ganze Rose verteilen. Wenn du aber jetzt ein Drittel oder ein Viertel einkürzt, dann hast du schon mal einen Teil weggeschnitten und dann wird die Energie sich konzentrieren auf das, was noch da ist. Das heißt, die Rose vergeudet keine Energie in Zweige, die ja im Frühjahr ohnehin sowieso weggeschnitten werden. Außerdem ist es hilfreich, im Herbst den Rückschnitt zu machen, weil dann auch die trockenen Blätter oder die fauligen Blätter oder welche mit Pilz, die kommen dann alle weg und das hilft, dass du dir keine Krankheitserreger fürs nächste Jahr irgendwo einschleppst. Daher den Herbstschnitt auf alle Fälle zu empfehlen. Nochmal, Frühjahrsschnitt, stark zurückschneiden, Sommer- oder Pflegeschnitt, die verblühten Sachen abschneiden und Herbstschnitt einfach alles um ein Drittel bis ein Viertel reduzieren. Und damit zur Frage Nummer 3, wie geht Rosenschnitt? Also was musst du beim Rosenschneiden tatsächlich beachten? Erstens, Krankes entfernen. Braune Stängel, pilzige Blätter wegschneiden und entsorgen und das zu jeder Jahreszeit, weil krankes Material ist immer der Nährboden für weitere Erkrankungen, im selben Jahr oder im Folgejahr. Deswegen alles Kranke wegschneiden. Zweitens, Schwaches entfernen. Also wenn du im Frühjahr zum Beispiel vor so einer jungen, wüchsigen Beetrose stehst und da wächst so alles durcheinander und du weißt gar nicht, Mensch, wo fange ich denn an? Fang bei den schwachen und mickrigen Triebe an, mach die ganz raus, also die ganz tief unten wegschneiden, weil schwache Triebe bringen auch immer bloß schwache und mickrige Blüten hervor und das wollen wir nicht. Wenn da noch die starken Triebe dastehen, die kannst du dann einkürzen. Drittens, stark einkürzen und das haben wir jetzt ja bereits schon in diesem Video gelernt. Und was bedeutet jetzt stark? Also wenn du 10 oder 20% weggeschnitten hast und dann denkst, du wärst fertig, ne, so geht's nicht. Schon ein bisschen stärker, also 50% oder auch ein Dreiviertel wegschneiden, das kommt dann eher in die Richtung, damit es passt. Also wirklich Dreiviertel tendenziell wegschneiden und ein Viertel der Triebmasse stehen lassen. Und ob du da jetzt teilweise die Triebe ganz unten rausschneidest, weil du das Gefühl hast, unten ist es vielleicht ein bisschen dicht, oder ob du die alles auf 10 oder 20 cm runterschneidest, zum Beispiel bei Beetrosen oder bei Edelrosen zu empfehlen, das bleibt dir überlassen, das kriegst du am besten selbst raus. Viertens, auf die Augen achten. Und das ist jetzt auch schon der letzte Punkt, aber der ist besonders wichtig. Was sind denn Augen? Ich habe dir nochmal den Rosentrieb, den zeige ich dir nochmal hier. Und wir haben Blätter und wir haben die Blattachseln innen. Und in der Blattachsel innen drin, da sitzt nämlich das Auge. Ich mache hier mal so ein Blatt weg. Und was sehen wir? Gar nicht viel, ne? Weil im Herbst ist dann dieses Auge ziemlich flach und klein, aber im Frühjahr werden die Augen groß und schwellen an und da sieht man auch, dass aus diesen ehemaligen Blattachseln, dass diese Augen sich zu frischen Trieben, ja, die bereiten sich vor und dann macht es Peng und aus dem Auge wächst dann ein neuer Trieb heraus. So, und was heißt jetzt auf Augen achten? Wir haben jetzt also hier einen Trieb, wenn wir mal uns vorstellen jetzt, der wächst so als Edelrose in einem Busch, ja? So ist der Busch und da ist es ja immer so, die Rose sollte ja am besten aussehen wie so ein gefüllter Blumenstrauß. Ja? So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich schneide auf ein inneres Auge, das wäre fatal. Also wenn ich hier schneide
und das Auge zeigt nach innen zum Busch. Und wenn ich das überall mache, dann gibt es ein Mordsdurcheinander innen, weil alle Triebe nach innen wachsen. Oder aber, das mache ich jetzt gleich mal vor mit meiner Rebschere, ich schneide auf ein äußeres Auge, also auf ein Blatt, was nach außen steht. Da schneide ich drüber ab und dann ist gewährleistet, dass die Rose, wenn sie dann nämlich an der Stelle wieder austreibt, dass sie dann nach außen wächst. Und dann erhalte ich einen schönen, vollen Blütenstrauch, der nach außen hin schön sich ausbreiten kann. Und das ist das Richtige. Immer auf das äußere Auge schneiden. Und du hast schon gesehen, ich lasse hier so einen Stummel stehen. Also bei der Rose darf immer so ein Zentimeter Stummel stehen bleiben. Das ist die Sicherheit, dass das Auge hier nicht vertrocknet, sondern dass das genügend Saft bekommt, damit da ein kräftiger Trieb entstehen kann. Also nochmal die 4 Punkte. Erstens, wir schneiden erstmal alles Kranke weg. Kranke Stängel und kranke Blätter weg und entsorgen zu jeder Jahreszeit. Zweitens, wir entfernen das Schwache, also gerade beim Frühjahrsschnitt, die dünnen und mickrigen Triebe ganz unten komplett rausschneiden. Dann schneiden wir stark, also ruhig ein 3/4 aller Stängelmasse kann weggeschnitten werden bei der Rose. Und als viertens, wir schauen nach den Augen und gucken, dass wir immer möglichst aufs äußere Auge schneiden, sodass die Rose sich schön entfalten kann. Und wenn wir das beachten, dann haben wir eigentlich schon das meiste erledigt und dann kann deine Rose sich wunderbar entwickeln. Fassen wir kurz zusammen. Warum müssen wir Rosen schneiden? Erstens, die Rose soll sich nicht verzetteln, deswegen müssen wir zurückschneiden. Zweitens, die Rose blüht immer am diesjährigen Holz und deswegen schneiden wir viel weg, damit viel Holz in diesem Jahr entsteht. Und drittens, klar, wir wollen die Form geben. Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Rosenschneiden? Erstens der Frühjahrsschnitt, den machen wir Ende März, Anfang April, da schneiden wir stark zurück. Zweitens der Sommer- oder der Pflegeschnitt, der erfolgt immer dann, wenn die verblühten Blüten entfernt werden müssen. Drittens der Herbstschnitt, sozusagen der Schnitt für den Energiesparmodus, damit die Rose nicht unnötig Kraft vergeudet in Triebe, die ohnehin im Folgejahr weggeschnitten werden. Und wie geht Rosenschnitt? Was müssen wir beachten beim Schneiden? Erstens Krankes entfernen. Zweitens Schwaches und Mickriges ebenfalls entfernen. Drittens stark schneiden, also ruhig 75% wegschneiden im Frühjahr. Und viertens auf die Augen achten, also immer aufs äußere Auge schneiden, damit die Rose sich ausbreiten kann und einen Zentimeter Stummel über dem Auge lassen, damit der Trieb sich sicher entfalten kann. Habe ich zu viel versprochen, dass Rosenschneiden eigentlich gar nicht so schwierig ist? Geht doch, oder? Wenn man es mal so Stück für Stück betrachtet und runterbricht, ist es eigentlich ganz einfach. Und ich bin sicher, dass auch du das hinkriegst. Und wenn du vorher vielleicht ein bisschen stutzig geworden bist, weil ich von Beetrosen und von Edelrosen gesprochen habe und du sagst zu Recht, was ist denn das jetzt? Was ist denn da der Unterschied? Hier gibt es ein Video zum Thema, was für Rosensorten gibt es überhaupt? Schau da doch gerne mal rein, wenn es dich interessiert. Und wenn du ein Rieseninteresse an Rosen hast und alles wissen möchtest über Rosen, dann empfehle ich dir meinen Online-Kurs. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Und das Schöne ist, an jedem Online-Kurs, den du dir holst, unterstützt du und unterstützen wir ein soziales Projekt. Infos unter www.draußen-helden.de. Ich würde mich freuen, wenn ich dich im einen oder anderen Videokurs mal wiedersehe. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass doch gern ein Feedback hier und möchtest du keine weitere Folge verpassen, dann abonniere doch gern den Kanal. Und denke immer dran, wer den Garten selbst erstellt, der ist per se ein Draußenheld. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein, Freunde. Ich freue mich jetzt schon auf den Rest von meinem Rosenblütentee und wünsche dir, dass du dir gemütlich machst. Heute ist mir ein bisschen frisch, deswegen freue ich mich jetzt auf ein warmes Essen. Macht's gut, dein Thomas.